Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute der zweite Teil der DIY Button Box. Das heißt, heute geht es jetzt weiter bei der selbstgebauten Button Box. Und zwar werde ich euch heute zeigen, wie ich die einzelnen Knöpfe, die ich hier im letzten Video schon mal gezeigt habe. Ich habe zum einen, wie gesagt, diese Rotationsknöpfe und die Push-Knöpfe, die auch mit einem entsprechenden Feedback, das heißt, man merkt also, wenn man den Knopf gedrückt hat. Und im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Knöpfe hier an euer Buttonboard verlötet, beziehungsweise wie ihr sie nachher verbindet. In diesem Kit von dem Board selber waren hier solche 3-Pin-Stecker mit dabei für die Anschlüsse, die wir hier an dieser Seite sehen. Da haben wir also überall 3-Pin-Anschlüsse. Und mit diesen Anschlüssen oder an diese Anschlüsse werde ich meine Knöpfe, die eben beleuchtet sind, verbinden. Und ja, jetzt geht es eben darum, diesen entsprechenden sehr schönen 3-Pin-Stecker, der eben auch hier eine entsprechende Verriegelung hat, die genau in diesen Sockel passt, hier in diesen Sockel von dem Buttonboard. Den möchte ich gern weiterverwenden. Das bedeutet, ich werde ein Ende abzwicken und eben entsprechend umlöten, sodass ich das andere Ende direkt mit meinem eigentlichen Knopf, den ich dann verbaue, dass ich das eben mit dem Knopf verwenden kann. Der erste Schritt ist, wie gesagt, ich nehme mir jetzt ein Ende und zwicke hier einfach mal den Stecker ab. Relativ simpel, einfach mit einem Seitenschneider. Ich habe ein bisschen Kabel, man kann das jetzt hoffentlich sehen. Ein bisschen Kabel habe ich hier noch dran gelassen, für den Fall, dass ich den Stecker mal irgendwie nochmal anderweitig verwenden möchte. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt, man sieht das hier eben, einfach 3 lose Enden. Die werde ich jetzt ein bisschen aufspreizen und werde die eben entsprechend umlöten, um das mit dem Button zu verbinden. Ich habe jetzt hier einmal, das ist ja der Knopf mit dieser vorübergehenden Konstruktion, die ich euch im ersten Video gezeigt habe, um eben zu testen, wo welcher Pin hinkommt. Das ist jetzt meine Vorlage. Ich habe hier also 2x Plus. Man kann das jetzt hier erkennen. Die beiden Pins hier außen sind 2x Plus. Dann haben wir den Command-Pin, der ist grau. Und wir haben den Minus-Pin, der ist schwarz. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf meinen Knopf hier, bedeutet das, ich lege das mal zur Seite. Ich nehme mal etwas, womit ich das besser zeigen kann. Ich habe hier ein bisschen Lötzinn. Damit müsste man das ganz gut zeigen können. Wenn wir uns jetzt diesen Knopf hier betrachten, ich schaue mal, wie ich das am besten für euch ins Bild bekomme. So, jetzt ist es hoffentlich für euch auch gut zu erkennen. Wir haben hier diesen Pin hier oben, den ersten. Der ist Plus und der direkt darunter liegende Pin ist auch Plus. Das bedeutet, die beiden werde ich jetzt ein bisschen verbiegen und dann ein Pluskabel anlöten. Dann haben wir hier unten Minus, das ist der Minus-Pin, und der hier außen, das ist unser Command-Pin. Und ich beginne jetzt einmal mit dem Zusammenbiegen dieser beiden Pins, sodass ich hier eben nur ein Kabel verlöten muss, denn diese beiden Pins bekommen beide Plus. Wir können jetzt sehen, ich habe die Pins schon ein bisschen zusammengebogen. Dafür nehme ich mir hier eine Zange, um die Pins hier so ganz vorsichtig aneinander zu biegen. Das ist natürlich ein bisschen ein Gefummel, da die anderen Pins auch so ein wenig im Weg sind. Aber mit ein bisschen Geduld bekommt man das hin. Alternativ hätte ich die natürlich auch mit einem Kabel verbinden können, also sprich zusammenlöten. Ich würde aber gerne, also ich habe das ja bisher auch noch nicht gemacht, meine Idee war jetzt nur, sie einfach so weit zusammenzubiegen, dass ich mir das mit dem Kabel sparen kann. Allerdings so richtig schön nahe bekomme ich sie nicht zusammen. Ich denke, man kann das hier sehen, da ist immer noch ein Spalt. So, ich habe jetzt hier mein Pluskabel schon abisoliert.
Das werde ich jetzt mit ein wenig Lötzinn vorbehandeln. Die beiden anderen Pins, die ich hier schon so ein bisschen verbogen habe, aber wie gesagt, so richtig gut hat das nicht funktioniert. Da werde ich jetzt auch ein bisschen Lötzinn anbringen und dann das entsprechende Pluskabel hier dazwischen setzen, sodass da nachher eine schöne Verbindung entsteht. Schauen wir noch mal, was der Lötkolben sagt, da jetzt Temperatur da ist. Jawohl, da haben wir jetzt ein bisschen Zinn aufgetragen. Das gleiche mache ich jetzt hier am Stecker. Genau. Jetzt habe ich da also auch ein bisschen Lötzinn aufgetragen. Jetzt drehe ich das ein bisschen, dass ihr das besser sehen könnt. Da haben wir jetzt also auch Zinn. Und jetzt werde ich das Kabel hier versuchen, genau dazwischen zu löten und dadurch die beiden Pins mit dem Kabel und mit Zinn miteinander zu verlöten. Jetzt muss ich mir hier meinen Montagearm ein wenig zurechtbiegen. So, und jetzt probiere ich das Ganze miteinander zu verlöten. Hier brauche ich jetzt ein bisschen mehr Lötzinn, damit ich die beiden Pins eben auch entsprechend überbrückt bekomme. Aber mit etwas Glück sollte das funktionieren. Sieht eigentlich auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus. Ob das nachher wirklich funktioniert, werden wir dann bei dem Funktionstest sehen. Ich versuche jetzt mal noch ein bisschen näher ran zu zoomen. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Dass eben hier die beiden Pins mit dem Pluskabel jetzt eine Verbindung haben. Und so sollte hier also dauerhaft Plus fließen, beziehungsweise dauerhaft Plus anliegen. Jetzt geht es eben darum, noch Minus und unser Command zu verbinden. Minus befindet sich hier unten an dem Pin und unser Command müsste dann, jetzt muss ich einmal den anderen Stecker nochmal zum Vergleich nehmen. Unser Command müsste dann eigentlich dieser Pin hier sein. Genau, C für Command. So, jetzt geht es darum, den Minuspol anzulöten. Dafür packe ich zuerst auch wieder ein bisschen Lötzinn hier auf den Pin. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen Lötzinn auf dem Pin selbst drauf. Dann habe ich hier mein Minuskabel. Das könnt ihr jetzt momentan gar nicht sehen. Das hier ist jetzt mein Minuskabel. Da werde ich jetzt auch ein bisschen Lötzinn aufbringen. Ich mache das auch gleich schon mal, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich mache das gleich auch schon mal an meinem Command-Kabel. Dann ist das schon mal erledigt. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Schrumpfschlauch, den ich noch über mein Minuskabel gezogen habe. So, jetzt habe ich das alles in Position gebracht und jetzt verbinde ich hier mein Minuskabel mit dem Pin. Die Verbindung ist auch hergestellt. Jetzt
Jetzt nehme ich mir hier meinen Schrumpfschlauch, schiebe den hier so ein bisschen drüber. Um das so ein ganz kleines wenig, um das so ein bisschen zu isolieren. Dann nehme ich mir ein Feuerzeug und sorge dafür, dass sich der Schrumpfschlauch einmal zusammenzieht. Und das Einzige, was jetzt noch übrig ist, ist eben der Anschluss für den Command-Button. Und der befindet sich jetzt hier außen. Das ist dieser äußere Pin. Den werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen mit entsprechendem Lötzinn vorbereiten. Den Pin selbst habe ich ja schon mit Lötzinn bearbeitet. Und jetzt werde ich das Ganze entsprechend verlöten. Das ist auch passiert und jetzt nehme ich wieder meinen Schrumpfschlauch und schiebe den auch hier über den Anschluss. Dann nehme ich mir wieder mein Feuerzeug und erhitze den Schrumpfschlauch ein wenig, dass der sich eben entsprechend zusammenzieht. Schaue ich mal, dass ich das für euch nochmal scharf bekomme. Da ist jetzt der Schrumpfschlauch über dem Command-Pin. Und der hat sich jetzt eben entsprechend zusammengezogen durch die Hitze. Ich zoome mal ein bisschen rein. Wir haben jetzt also verbunden unsere Plus-Anschluss, unseren Command-Anschluss und unseren Minus-Anschluss. Das sollte jetzt reichen, um den Button in Betrieb zu nehmen. Und nach dem Muster, also ich habe jetzt, falls ihr euch fragt, warum habe ich denn nur Command und Minus abisoliert und nicht Plus. Plus habe ich nicht abisoliert, wenn das die einzige offene Leitung ist und die hat keinen Kontakt zu den beiden anderen, kann an der Stelle nichts passieren. Ihr könnt aber natürlich, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, auch nochmal Plus abisolieren. Ist allerdings natürlich ein bisschen schwieriger, weil man aufgrund dessen, dass es daher 2 Pins sind, einen etwas größeren Schrumpfschlauch braucht, aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich machen und ist dann auf der komplett sicheren Seite, dass da nichts passieren kann. Aber wie gesagt, mit nur einem offenen Anschluss sollte da nichts passieren. Und das Schöne ist, wir haben jetzt eben hier eine Verbindung, die man ganz normal mit dem 3-Pin-Stecker und dem Board betreiben kann. Sprich, wir haben hier jetzt nicht das Problem, dass wir am Board selbst irgendwas löten müssen, sondern können die Originalstecker verwenden, was richtig klasse ist. Und wie gesagt, nach dem Muster werde ich jetzt noch die anderen Knöpfe vorbereiten und dann zeige ich euch nochmal im Detail, wie ich hier hinten den Joystick-Anschluss verwende, um meine beiden Rotationsknöpfe anzuschließen. Jetzt aber, wie gesagt, stelle ich erstmal die ganzen anderen normalen Druckknöpfe fertig und zeige euch dann den Stand mit den normalen Druckknöpfen angeschlossen.
So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe die einzelnen Buttons alle verlötet. Wie gesagt, ich werde ja am Ende insgesamt 6 Buttons haben und 2 Rotary Encoder. Ich denke, man kann jetzt auch ganz gut erkennen, dass die Buttons alle beleuchtet sind. Ich versuche die jetzt mal so ein bisschen nebeneinander zu legen. Ich habe die jetzt auch alle schon auf Funktion getestet. Das ist gerade am Computer angeschlossen. Funktionieren also alle einwandfrei. Ich mache jetzt einmal meine Videoleuchte aus, damit ihr auch sehen könnt, dass die eben entsprechend leuchten und in einem sehr, also wie ich finde, sehr angenehmen Helligkeitsgrad leuchten. Also sie sind nicht super hell. Die Buttons haben innen drin auch so ein kleines bisschen Schaumstoff, der auch nochmal das Licht weicher gestaltet. Das ist also kein unangenehmes Licht. Ich habe schon das ein oder andere Sim-Racing Lenkrad gehabt, an dem auch Beleuchtung vorhanden war, die dann aber, wenn man im Dunkeln fährt, doch sehr penetrant ist, weil sie so grell ist. Und das ist eben bei diesen Buttons nicht. Also wenn ihr da auch ein bisschen empfindlich seid oder eben das persönlich auch schöner findet, wenn das ein angenehmes, weiches Licht ist, kann ich euch diese Buttons nur wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Ihr seht jetzt, das ist eigentlich auch sehr aufgeräumt. Ne? Klar, wir haben jetzt hier 6x3-Pin-Kabel, aber insgesamt, ja, dadurch, dass wir hier die Originalstecker verwenden konnten, ist das, also wie ich finde, wirklich sehr, sehr aufgeräumt. Ihr könnt natürlich auch selber bestimmen, wie lange ihr die Kabel lassen wollt. Ich habe mich jetzt hier eben für die etwas längere Variante entschieden, weil ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie groß ich meinen Korpus fertigen werde. Also die Größe des Korpus ist natürlich auch abhängig von meiner Frontplatte. Das ist hier die Frontplatte. Die werde ich dann noch mit einer Carbonfolie beziehen, damit das vorne ein bisschen schöner aussieht. Und also von der Grundfläche her gibt die Basisplatte ja die Größe meines Gehäuses vor. Aber ich weiß noch nicht, wie tief ich gehen werde und ähnliche Dinge. Deswegen habe ich hier ein bisschen längere Kabel gewählt, dass ich da für die Zukunft auch sicher bin. Und bezüglich der Buttons, ich stecke das jetzt nochmal ab, wollte ich euch eben nochmal zeigen, dadurch, dass wir jetzt hier die Original-Steckverbindung gewählt haben, könnt ihr auch so einen Knopf ganz einfach tauschen oder wechseln. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, bei allen Buttons, jetzt versuche ich das wieder scharf zu bekommen, ich habe mich jetzt dazu entschieden, bei allen Buttons die Anschlüsse eben entsprechend abzuisolieren. Das heißt, sowohl die beiden Plus-Anschlüsse, die ich ja verbunden habe, als auch meinen Command-Anschluss hier gelb oder auch mein Minus-Anschluss in schwarz, die sind alle abisoliert, sodass da auf gar keinen Fall irgendeine Interferenz oder ein Störkontakt entstehen kann. Und so ist das wirklich eine schöne, saubere Geschichte. Am Ende, wie gesagt, hier der Standard 3-Pin-Anschluss, der eben bei dem Kit, bei diesem Arcade Button Board Kit mit dabei war. Und ja, also wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Lösung. Jetzt der nächste Schritt ist der Anschluss der Rotary Encoder. Das ist jetzt das letzte, was ich noch an das Buttonboard anschließen werde. Und dieser Rotary Encoder, da verwende ich 3 Anschlusspins. Zum einen mal den Ground Pin. Das heißt, hier ist also Minus drauf. Und bei beiden Rotary Encodern, die ich anschließen werde, werde ich diese Ground-Leitung verbinden. Das heißt also beide, ich nutze ja 2 Rotary Encoder und beide werde ich mit dem gleichen Minuspol verbinden auf meinem Board. Und dann habe ich jeweils 2 Achsen. Das heißt, ich werde links drehen und rechts drehen von dem ersten Rotary Encoder auf Joy Up und Joy Down legen. Und bei dem zweiten Rotary Encoder werde ich links und rechts auf Joy Right und Joy Left legen. Das bedeutet also, ursprünglich war der Anschluss ja gedacht für diesen Joystick. Und der Joystick kann ja links, rechts, hoch, runter. Und genau das werde ich eben nutzen, um dort meinen Rotary bzw. meine beiden Rotary Encoder anzuschließen. Und dieser Joystick hat ein etwas breiteres Kabel. Das ist jetzt hier ein 6-Pin, wenn mich nicht alles täuscht. Ein 5-Pin-Kabel. Der Anschluss befindet sich hier unten in der Mitte des Boards. Ist wie gesagt eigentlich für den Joystick gedacht. Und dort ist es jetzt eben so, dass ich hier unten an diesen einen Anschluss werde ich jetzt 2 Rotary Encoder anschließen. Jeweils, wie gesagt, beide Encoder mit dem Minus-Pin verbinden, der sich hier auf dem Board befindet.
Ich habe mir dazu das Ganze einmal vorne oder beziehungsweise damals, als ich die ganzen Verbindungen hier ausgemessen habe, habe ich mir das notiert. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wo ihr die jeweiligen Pins anschließen müsst, dann dreht ihr einfach das Board um, denn hier sind die entsprechend beschriftet. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, dann ist der erste Pin, wenn wir das Board nochmal drehen, also sprich der Pin, der hier ganz oben steht, das ist der Ground Pin, das heißt, das ist unser Minus. Dieser Minus-Pin, diesen ersten Minus-Pin, der jetzt hier vorhanden ist, den werde ich mit beiden Rotary Encodern verbinden. Das heißt, beide Rotary Encoder werden mit dem gleichen Minus hier an diesen Pin angelötet. Das heißt, ich mache mir hier eine Weiche mit einem Kabel, das zeige ich euch gleich. Und dann haben wir noch 4 bzw. 5 weitere Pins, 4 weitere Pins. Und diese 4 weiteren Pins, die wir hier brauchen, sind einmal AL und AR. Das bedeutet Axis Left und Axis Right, also sprich links oder rechts. Und AD und AU für Axis Down und Axis Up, also sprich auf und abwärts. Also wie gesagt, wie vorher erwähnt, die Bewegungen des Joysticks. Und links, rechts werde ich jetzt sozusagen einmal an den ersten Rotary Encoder binden, auch eben für vor, zurück oder links, rechts, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und den zweiten Rotary Encoder, den werde ich pintechnisch eben an hoch, runter anbringen, sodass später eben für das Board es so aussieht, als würde der eine Rotary Encoder links, rechts steuern und der andere Rotary Encoder hoch, runter. Und dadurch kann ich eben an einem Anschluss, der hier vorhanden ist, sehr einfach und kompakt beide Rotary Encoder betreiben. So viel zur Theorie. Jetzt nehme ich mir hier mein entsprechendes 5-Pin-Kabel und schaue nochmal, welches war jetzt mein Minusanschluss. Mein Minusanschluss, wie gesagt, war hier der erste Pin. Der erste Pin, wenn ich mir meinen Stecker jetzt so nehme und hier reinstecke, dann ist der erste Pin der Pin hier ganz außen. Das bedeutet, ich zwicke jetzt hier auch den Stecker einmal ab, nehme dann meine Leitung ganz außen und diese Leitung muss ich eben doppeln. Das heißt, hier mache ich mir jetzt eine Weiche ran, dass ich mit diesem einen Kabel an beide Rotary Encoder an das Minus gehen kann. Und die anderen Leitungen, da haben wir ja nochmal 4 Stück. Die einen 2, wie gesagt, werden dann links, rechts beziehungsweise hoch, runter und jede der Paare, also ein Paar geht an den Encoder 1 und ein Paar geht an den Encoder 2. So viel zur nackten Theorie. Jetzt schnappe ich mir hier 2 meiner Rotary Encoder. Einen habe ich ja schon ausgepackt. Jetzt noch einen zweiten. Und was man jetzt eben, oder was ich jetzt beachten muss, ist, dass diese Encoder ja von hier unten an die Platte geschraubt werden. Und damit das reibungslos funktionieren kann, so in diesem Sinne hier, haben wir dann nachher unsere Encoder da drin sitzen. Die muss ich natürlich noch reindrehen. Das lasse ich jetzt aber an der Stelle erstmal noch, weil ich es ja trocken erstmal verbinde. Das bedeutet also, ich werde meine Encoder fest mit diesem Kabel hier verlöten und habe dann halt lediglich den einen Nachteil, ich kann die Encoder nicht einzeln entnehmen, sondern muss sie eben immer beide gleichzeitig entnehmen, da beide an dem gleichen 5-Pin-Kabel hängen. Das ist aber ein kleiner Preis, den man zahlen muss dafür, dass man eben dann nur oder dafür, dass man sich eben dann spart, hier x Knöpfe zu verbinden, weil ansonsten, wenn ich jetzt nicht diesen Anschluss hier unten verwende, wo ich eben wie gesagt 4 Achsbewegungen simulieren kann, müsste ich für links, rechts, also für jeden Encoder praktisch hier also 2 einzelne Knöpfe verbinden.
Das heißt also, für die Linksbewegung müsste ich einen Knopf belegen und für die Rechtsverbindung müsste ich auch einen Knopf belegen. Das heißt, allein für diese beiden Encoder bräuchte ich 4 normale Anschlüsse. Und anstatt 4 normale Anschlüsse zu verschwenden oder zu verwenden, nutze ich eben diesen einen hier unten. Das fand ich die deutlich charmantere Lösung. Jetzt geht es, wie gesagt, ans Löten. Ich isoliere jetzt erstmal nur die Anschlüsse für einen Encoder ab und werde den Minusanschluss eben auch schon mal abisolieren des Kabels und hier eben ein wenig Lötzinn aufbringen, dass das schon mal vorbereitet ist. Das gleiche mache ich jetzt mit meinem Encoder. Hier werde ich auch die Anschlüsse, die ich benötige, eben ein bisschen mit Lötzinn versehen. Und zwar brauche ich hier jeweils immer die ersten beiden Pins. Und zusätzlich zu den ersten beiden Pins eben auch den Ground, also den Minuspin. Den auch einfach ein bisschen mit Lötzinn vorbereiten, sodass das später dort besser haftet. Das gleiche mache ich jetzt auch für den zweiten Encoder schon einmal. Dann sind die beide bereits vorbereitet. Jetzt haben die alle schon ein bisschen Lötzinn drauf, so hat man das später einfacher, dort eben die Kabel zu verbinden. Jetzt habe ich ja hier schon ein entsprechendes bisschen Schrumpfschlauch vorbereitet für meinen Minuspol. Und jetzt brauche ich natürlich noch, um meine Weiche zu komplettieren, weil ich ja den Minuspol doppeln muss, brauche ich jetzt hier noch entsprechend 2 kurze Kabel, die ich für meine Encoder verwenden kann. Die mache ich jetzt wirklich relativ kurz. Ich habe jetzt hier ein wirklich kurzes Kabel genommen und das werde ich eben splitten. Das bedeutet, ich mache mir nochmal ein Kabel von der Länge. Jetzt habe ich also 2 Kabel in dieser kurzen Länge. Die isoliere ich jetzt auch ab, denn die sind bisher nur an einer Seite abisoliert. So, und jetzt verbinde ich den zweiten Minuspol mit meinem Encoder, also mit meinem zweiten Encoder. Den ersten haben wir jetzt schon verbunden. Jetzt folgt der zweite Encoder. Jetzt geht wieder das Geduldsspiel los. Das Kabel so ungefähr in Position von dem Encoder zu bringen oder von dem Pin für den Encoder.
Der Anschluss bzw. das Anlöten des einen Encoders oder beziehungsweise des einen Pins von dem einen Encoder hat sich ein bisschen gezogen. Der Pin wollte irgendwie nicht so richtig den Lötzinn aufnehmen. Das war ein bisschen eklig, aber ich habe es geschafft. Alles ist verbunden. Ich habe es auch jetzt eben schon einmal getestet am Computer. Bedeutet, beide Encoder funktionieren. Sie machen genau das, was sie sollen. Das heißt, der eine Encoder ist jetzt sozusagen links-rechts von der Joystick-Achse und der andere hoch-runter. Damit kann man die eben wunderbar verwenden, um eben zum Beispiel, wie gesagt, Bremsbalance oder ABS darauf zu legen oder irgendwelche anderen Dinge, die man eben hoch oder runter regeln möchte. Die Knöpfe sind alle angeschlossen, funktionieren auch. Das bedeutet, ich bin jetzt an der Stelle mit dem Teil des Videos erstmal fertig. Es gibt dann noch einen dritten Teil, weil wie ihr seht, der Korpus fehlt noch. Was ich bisher habe, ist nur die Frontplate, also für die Knöpfe. Die werde ich, wie gesagt, noch mit Carbonfolie überziehen. Dann werde ich das Ganze hier in diese Frontplate einbauen. Das gibt es dann aber im dritten Video. Und im dritten Video werdet ihr dann auch sehen, ich werde noch einen Korpus konstruieren, wo ich sozusagen das Board drin fixieren kann und der dann nachher das neue Zuhause wird für diese Buttonbox. Das heißt, später wird das Ganze dann hier hinten noch einen Korpus bekommen. Hier vorne sind dann die Buttons und an der Seite wird es dann eine Öffnung geben, wo man das USB-Kabel reinstecken kann. Wie gesagt, den Korpus muss ich am CAD-Programm noch erstellen und auch noch am 3D-Drucker drucken. Aber die Funktion ist jetzt schon gegeben. Das heißt, klar, es sind jetzt nur lose Knöpfe, aber sie machen genau das, was ich mir vorgestellt habe. Bedeutet das, was ich im ersten Video so ein bisschen theoretisch mal gezeigt habe mit einem Knopf, hat jetzt auch am Ende mit allen Knöpfen funktioniert. Bedeutet, ihr könnt diese Arcade-Buttonboards eben hervorragend verwenden, um hier sehr einfach ohne Programmierkenntnisse eure eigenen Buttonboards zu bauen. Ihr könntet das theoretisch sogar verwenden, da hatte mich jemand in einem Kommentar gefragt, um damit euer eigenes Lenkrad zu bauen. Also sprich, wenn ihr jetzt dieses Board in einem Lenkrad platziert und dann da die Knöpfe anschließt, könnt ihr das Board auch nutzen, um euer eigenes Lenkrad zu designen. Und das finde ich einfach super, denn wie gesagt, die meisten Videos, die ich bisher im Internet gefunden habe, die verwenden eben immer programmierbare Boards. Das bedeutet, ihr müsst also zusätzlich auch noch die entsprechende Programmiersyntax des jeweiligen Boardherstellers können oder euch aneignen. Und dann auch braucht ihr meistens noch spezifische Software von dem jeweiligen Hersteller des Buttonboards oder des programmierbaren Boards, um dann eben auch die Programmierung des Boards vornehmen zu können. Das heißt also deutlich aufwendiger als jetzt hier so ein vorkonfiguriertes Board, wo sogar schon wunderbar Kabel mit dabei sind, die ihr wiederverwenden könnt. Und wie gesagt, von den Knöpfen her seid ihr da relativ frei in Bezug, was ihr hier anschließen könnt. An diese 3-Pin-Stecker, also an so einfache Push-Buttons, könnt ihr praktisch jeden Push-Button nehmen, der mit 5 Volt oder 12 Volt zurechtkommt. Das ist gar kein Problem. Die Buttons hier sind eigentlich für 12 Volt ausgelegt. Das Board gibt aber 5 Volt raus. Die leuchten trotzdem. Alles gar kein Problem. Die würden wahrscheinlich ein bisschen intensiver leuchten, wenn man sie mit 12 Volt beaufschlagt. Aber da habe ich ja am Anfang erwähnt, das finde ich gar nicht so toll, wenn die einem so grell ins Gesicht scheinen. Insofern gar kein Problem. Und auch diese Encoder hier kommen wunderbar mit 5 Volt klar. Bedeutet, ihr müsst lediglich sicherstellen, dass ihr eben Knöpfe habt, die mit dieser Spannung, also 5 oder 12 Volt, kompatibel sind. Und davon abgesehen könnt ihr eigentlich alles an dieses Board ranhängen, was halt in irgendeiner Art und Weise letzten Endes Strom schaltet. Also jeder Schalter ist ja letztendlich nur ein Unterbrecher. Hier dieser Rotary Encoder, der macht natürlich noch ein bisschen mehr, aber ist letzten Endes auch nichts außer ein Spannungswechsler, so einmal nach links, einmal nach rechts. Das soll es nun aber an Informationen auch gewesen sein für diesen Teil des Videos. Wie gesagt, ich habe euch jetzt gezeigt, wie ihr die einzelnen Buttons jetzt mit dem Buttonboard verbinden könnt, wie die Pin-Belegung ist. Ich habe das gezeigt einmal für die normalen Push-Buttons mit der Beleuchtung und auch für die Rotary Encoder. Das Ganze, wie gesagt, kann hier wunderbar verwendet werden mit den Standardanschlüssen, die in diesem Arcade Buttonboard Set mit dabei waren. Diese Buttonboard Sets kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, der eben nicht nochmal extra irgendeine Syntax oder vielleicht sogar auch nochmal Lizenzkosten zahlen möchte für irgendeine IDE, weil die meisten Buttonboards
tatsächlich eben erst noch programmiert bzw. codiert werden müssen. Und da braucht man dann eben für die jeweiligen Hersteller eine entsprechende IDE. Man muss die Syntax kennen und das ist dann doch ein bisschen aufwendig für eine, ja, wie ich finde, relativ einfache Anforderung. An der Stelle wollen wir ja lediglich Druckknöpfe oder eben Rotationsknöpfe, jetzt in diesem Fall hier diese Rotary Encoder, mit unserem PC verbinden. Und da denke ich, ist das hier wirklich die beste Alternative. Man nimmt einfach so ein vorkonfiguriertes Board und lötet sich dann einfach die Knöpfe an das Board ran, die man eben persönlich gut findet. Da hat ja auch jeder so seinen eigenen Geschmack. Der eine möchte Knöpfe mit einem entsprechenden Druckpunkt, die auch einen Klick von sich geben. Der andere möchte auf jeden Fall auch beleuchtete Knöpfe. Die Anzahl der Knöpfe ist ja oft unterschiedlich oder eben bedarfsabhängig. Das heißt, da ist man einfach, ja, wie ich finde, am flexibelsten. Ja gut, was heißt nicht am flexibelsten, aber man ist auf jeden Fall am schnellsten am Ziel. Und man ist doch sehr flexibel in Bezug auf die Auswahl der Knöpfe, die man anbinden möchte. Denn kompatibel sind mit diesem Board alle Knöpfe, die mit 12 oder 5 Volt funktionieren. Und die Pin-Belegung, wie gesagt, die kann man ja dann entsprechend herausfinden, beziehungsweise auf der Rückseite des Boards sind auch die einzelnen Pins immer beschrieben und mit ein bisschen Fantasie, wie jetzt zum Beispiel hier ich das gezeigt habe, dass ich den Joystick einfach umfunktioniere und da die beiden Achsen, also die horizontale und die vertikale Achse, einfach jeweils verwende, um einen Rotary Encoder anzubinden. So hat man da auch gleich nochmal eben über eine sehr platzsparende Möglichkeit 2 Rotary Encoder an einen Anschluss angebracht. Mit so ein bisschen, wie gesagt, ja, Fantasie kommt man da sehr schnell ans Ziel. Ich hoffe, es war für euch hilfreich. Ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen jetzt eben ein Denkanstoß mit dabei, auch eine eigene Buttonbox oder eben vielleicht sogar ein Lenkrad auf dieser Basis zu gestalten. Es gibt noch einen dritten Teil. In dem dritten Teil werde ich dann den Korpus vorstellen für den Korpus vorstellen für das Buttonboard. Werde das Ganze einmal final zusammenbauen und euch dann auch in Action zeigen. Das heißt, also, wie es dann aussieht, angeschlossen am PC mit den einzelnen Knöpfen und vielleicht sogar, je nachdem, wie weit ich dann komme, dass ich vielleicht sogar schon eine finale Position habe, wo ich die Buttonbox bei mir am Rig befestige. Denn einen Halter für die Buttonbox habe ich mir auch schon besorgt. Aber wie gesagt, da dann einfach beim dritten Teil nochmal reinschauen, würde mich freuen. Bis dahin euch eine gute Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!